angesprochen. Wir können nicht uns bewegen, wir müssen den Gedanken annehmen, bevor wir speichern. Rigorous self-critique. Okay. Das Bild haben wir uns schon angeguckt, sehr Here schön. it is. Hard facts from the man you are. You once jerked off in the locker room and were caught. You held a young woman by the arm and kept her in your apartment for 20 minutes against her will. Oh nein. That's right. These are not flights of fancy. These are real deeds, Harry, emerging from the darkness of your past. You tried shooting a fleeing suspect in the foot, but hit him in the pelvis, crippling him for life. And, above all, you let life defeat you. All the gifts your parents gave you, all the love and patience of your friends, you drowned in a neurotoxin. You let misery win, and it will keep on winning till you die, or overcome it. Wir müssen es overcome. Ich hatte gedacht, dass das bei dem Feed hier irgendwas Interessantes sein werden könnte, weil ich dachte, es wird keiner nehmen. Interessant. Das ist ein ziemlich interessanter Check. Fehlgeschlagene rote Würfelproben für Int und Psi stellen eine Moral wieder her. Fehlgeschlagene Würfelproben für Kon und Mod stellen eine Gesundheit wieder her. Lerngrenze für Schmerzgrenze auf 6 erhöht, aber die Boni sind richtig gut. Also ich muss sagen, der Text ist echt krass und echt negativ und echt schlecht. Die Boni sind aber vielleicht mit die besten, die wir je bekommen haben. Interessant. Also im Endeffekt bringen sie uns jetzt auch nicht so viel. Es ist trotzdem interessant. Lonesome, long way home. Oh Gott, jetzt kommen alle hintereinander. Here we go. Home awaits. Walk past Station 41 and through the market, past the Boogie Street spearhead to the other side of the lake, the frozen eye at the center of the district. Then past the video rental store on the corner. There, at the end of a street lined with pine trees, a small house no larger than a matchbox, 11 Voyager Road. You no longer live there. Those times are gone. And so are those people. Why did you come here? Why are you still here? And where's the dealer? You have to get back to work. That's all you have now. Das stimmt. Das stimmt. Aber wir können es besser machen und wir werden es auf jeden Fall versuchen. So gut es geht. So gut es geht. Lerngrenze für Wahrnehmung auf 5 erhöht. Speed gewährt 1 Psi. Ist auch ein sehr guter Trade. Gefällt mir. Und Col do Madaqua dauert echt lange. Den haben wir noch immer nicht gefunden. Und ja, ich mach mal einen Quick Save. Und ja, also ich bin noch immer baff, wie toll das Ganze ist. Gucken wir uns, bevor wir uns die Theorie ist die Poesie der Gedanken. Du hast völlig recht, Stefan. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal um, was im Raume sich alles befindet, bevor wir weiter lesen. Was ist das? Reflektierende Warnweste. +1 Ausdauer, -1 Reaktionsvermögen. Kaffee. Auf dem Boden des Tropfes erhebt sich eine Insel aus schwarzem Matsch aus einem schattenhaften Meer. Auf diesem Plakat steht unter dem Pflaster liegt der Kommunismus. Hat wahrscheinlich unsere Künstlerin gemalt. Auf diesem steht hier nur ein Kampf, der Klassenkampf. Genau, das ist auch das, was ich vorhin angesprochen habe. Gucken wir uns das Bild an. Eine wackelige Staffelei umgeben von Gouchetöpfen, was auch immer Gouchetöpfe sind. Die gehört zweifelsohne Cindy. Und hier geht es ziemlich steil hinab. Schenke den Rissen, die sich gleich ein Spinnennetz bei dem Boden ziehen, am besten gar keine Beachtung. Sicherheit geht vor, unübersehbar. Eine ostentativ reflektierende Sicherheitsweste von der Art, wie sie auf Baustellen üblich ist, mit auswechselbarem Akku, verleiht mir das Gefühl, eine Tiefsee-Anemone zu sein. Buch La Fume, Jahrgang, erster Jahrgang, Ausgabe 4. Ausgabe 4, erster Jahrgang? Was soll mir das erster Jahrgang? Ist das dann quasi das Erstsemesterbuch? Ich denke schon.
Das führende intellektuelle Sprachrohr des kommunistischen Martinez. Es handelt zeitgenössische Probleme aus einer radikalen masochianischen Perspektive. Auf dem Titelblatt prangt ein stilisiertes Porträt von König Frizzle, auf dessen Kopf ein weißes Geweih sprießt. Der müsste ja eigentlich nicht so beliebt bei den ganzen sein. Ich bin gespannt, was wir da drin lesen. Und interessanterweise ist hier der Titel allerdings A Brief Look at Inframaterialism. The cover of this pocket-sized volume features a swirl of orange, yellow, and green. The title, A Brief Look at Inframaterialism, is set in an authoritative yet approachable serif font. What an interesting color palette. It's vibrant, yet somehow leaves you ever so slightly nauseated. On the inside jacket flap, you find a brief summary. What is inframaterialism? A highly theoretical branch of Masovian communism, a collection of mystical ramblings by a discredited revolutionary, or possibly both. So ein bisschen Witz in wissenschaftlicher Literatur ist ja gern gesehen. This brief look, Bei mir. introduces readers to one of this century's most fascinating and misunderstood theories in a concise, jargon-free manner. So weit, so gut, dass es doch Kinderkram gibt. Es denn keine Seite für etwas gründlichere Einführung? TM? Da ist ein Trademark hinter. Ich weiß noch nicht. Achso, weil kurze Einführung das Buch, glaube ich, heißt. Ich würde mir gerne die gründlichere Einführung geben. The back of the book contains 4 or 5 pages of primary and secondary Oh, ist gar nicht so sources, viel. but you'd need access to a university library to find most of them. Ja, und meistens haben auch die nicht. In other words, this guide is the only source you're likely to find. Okay. You turn to the table of contents. The guide itself is divided into several sections with seemingly esoteric titles like Effects of Plasm on Root Vegetables and Mental Projection and Transference. There's also a brief introduction about the life of Ignis Nielsen. Ich bin mal gespannt, ob wir da nicht zu viel Unsinn lesen. Lesen wir erstmal den Überblick. Known to his numerous admirers as the evangelist of the revolution and to his even more numerous enemies as the apocalyptic Shrike, Ignis Nielsen remains one of the most controversial and fascinating figures to emerge in the years of the anti-centennial revolution, second only to Krasmazov himself. During his unparalleled life, he helped guide a revolution in one country and found a new state in another. Along the way, he committed some of the most notorious war crimes in an era famed for its atrocities. Ist natürlich kein Abbild auf irgendeine reale Person. And yet, his most fascinating contribution to history may be the most overlooked. His theory of ideological plasm, from which his followers and successors developed the school of communism known as inframaterialism. Okay, das gibt's, so viel ich weiß, nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das gibt nicht. Aber gucken wir mal. Erstes Kapitel. If you're like most people, you probably believe that your thoughts reside in your brain, right? Gib mir eine andere Option. That's not right at all. Thoughts don't exist in the brain. They float through the air. Your brain is but a fish, swimming through them. Nee, ich würde sagen, die sind um mich herum. Ja. Es klingt dann so, als würden wir uns das aussuchen können, wo wir durchschwimmen. Können wir aber nicht. Ja, ich dachte schon immer, dass ich durch sie hindurchschwimme. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wo diese Gedanken manchmal herkommen. Ja. Very interesting. And not so far removed from Ignis Nielsen's own theories. As Mazov's devoted comrade and leading theoretician, Nielsen was responsible for developing much of the intellectual foundation of communism. But his interests and speculations were famously wide-ranging. Wobei das ja, Marx war ja tatsächlich der Theoretiker, weil hier das M würde ich dann eher mit Marx verbinden, während Engels eher
Oder zumindest munkelt man, dass er dann eher weniger an der Theorie gearbeitet hat. During his final years in exile, he produced, among other things, an early guide to home brewing, instructions for raising revolutionary children, plans for a universal pictographic language, and a detailed materialist critique of Dolores Day's chess strategy. A true man of ideas, equal to any of the great DeLorean polymaths. Schön. But one subject he returned to time and time again was the fundamental relationship between thoughts and matter. Jetzt wird's esoterisch, aber es wird auch spannend. We may yet discover, he wrote in his notebooks, that under certain exceptional circumstances, the proletariat's embrace of historical materialism may be so fervent that their beliefs take form in the world of matter as a kind of revolutionary plasm. Ich meine, wenn man das nicht sehr bildlich nimmt und sehr abstrahiert, könnte die Masse von Leuten aussehen wie ein Plasma, wie so eine Kugel, wenn die sich alle zusammenstellen. Interessant. Sagen wir einfach wow. Ist, glaube ich, keine schlechte Antwort. Auch wenn meins eher ein okay war, ne? Ja, oder war es eher ein wow? Also, ja, es ist halt sehr abstrakt, wenn man es so identifizieren wollen würde. Man könnte auch sagen, nicht sehr nah dran. Stay with us a moment longer. What's more, Nielsen speculated that this plasm, when it becomes powerful enough, might begin to influence the material reality surrounding it. Hence the name Inframaterialism. Das stimmt. Wenn die Gruppe groß genug würde sie allein durch ihre Macht quasi Druck ausüben. Unfortunately, Nielsen passed away before he was able to develop these initial ideas into a full-fledged theory. That work was left to subsequent generations of communist theorists. Building on Nielsen's basic insight, these theorists reached a startling conclusion that a sufficiently revolutionary state might begin to exhibit certain extra-physical effects based on the amount of plasm generated by its citizens. Okay, das müssen wir einmal nochmal auf Deutsch durchlesen. Aufbauend auf Nielsens grundlegende Annahme kamen diese Theoretiker zu einem aufsehenerregenden Schluss, dass ein ausreichend revolutionärer Staat gewisse extraphysische Wirkungen auslösen könnte, abhängig von seinen Bürgern generierten Plasmamenge. Im Endeffekt könnte man auch das wieder herunterbrechen, in dem glückliche Arbeiter eventuell mehr produzieren als unglückliche Arbeiter. Kann das stimmen? Ja, könnte was dran sein. Gleichzeitig Leuten, denen man sagt, vom Tellerwäscher zum Millionär kann man werden oder die keine Wahl haben, weil sie sich Essen verdienen müssen. Das sind auch gute Gründe, warum man sich in der Arbeit anstrengen kann. Oder man geht auch selbst in der Arbeit auf. Was das Beste wäre. Moment, dann ist also nicht einmal Nielsens Theorie, sondern die seiner Anhänger. Das hört sich kein bisschen überzeugend an. Ich verstehe kein Wort. Die Leute behaupten also, wenn nur genug Personen an den Kommunismus glauben, dann wird er Realität. Ja, könnte man auch so sagen. The actual theory is highly technical, but for the purposes of this brief look, TM, that's a fine working definition of the concept. Ja, finde ich auch. That's because this is absolute idiocy, not even worth engaging with. Ach komm, Logik. No, no, no. There's something here. You can feel it. Ich schaue mir nur noch ein paar Seiten an. Inframaterialists divide the extra-physical effects of the revolutionary state by the level of plasm required to achieve them. Und Plasma ist halt echt, also das ist halt echt Unsinn. Man muss sich das halt einfach als Leute vorstellen. Ich glaube, dann könnte die Erklärung weiterhin funktionieren. At the lowest, or first level, revolutionary plasm is believed to stimulate or invigorate matter without altering its essential properties.
Okay, wie genau stimuliert das Plasma To Materie? take one example, during the revolutionary period, many Kommunard farmers in Grad reported extraordinary yields of certain root vegetables, most notably turnips. Und ich würde mich mehr freuen, wenn das hier nicht Materie wäre, sondern Menschen. Dann könnte man das ein bisschen besser nutzen. The difference in these yields was simply too great to be accounted for by mere climate or soil conditions. The only reasonable explanation, informaterialists argue, is the high level of revolutionary plasm emanating from the commune itself. Ah, das ist immer ein bisschen schwierig. Ja gut, im Endeffekt, gab es irgendwelche Indizien dafür? Und dann einfach, ja, und wir haben eine theoretische Grundlage mit dieser Theorie geschaffen. Sie klingt nur nicht besonders plausibel. Vielleicht gibt es Faktoren, die sie übersehen haben. Even today, in parts of the SRV, there are collective farms whose root vegetable yields exceed those thought possible by capitalist agronomists. Ich hoffe, das hat nicht irgendwas mit Datenfälschung zu tun. Who's to say the farmers aren't just cooking the books? Sounds like obvious SRV propaganda. Wie ich sagte. It's also been postulated that plasm may account for the remarkably full and manly facial hair observed on many communist males. Du streichst stolz über deinen Bart, du streichst darüber aber auf bescheidene Art und Weise. Ach komm, why not? Of course, inframaterialists argue that revolutionary plasm may stimulate human physiology in other ways as well. Oh yeah, we're talking about white-hot communist sex, baby. Mein Lieblingsthema. That's correct. Reports from the revolutionary period claim that the most radically devoted communards were able to engage in vigorous intercourse for up to 8 hours at a time. Das waren vielleicht etwas lobliederhafte Texte, die man da gelesen hat. 8 hours? There's no way. Your equipment would be mashed to jelly. Interessant. Guck mal, das hätten wir mit 8 höher geschafft. Hätten wir mal ein bisschen mehr in Ausdauer investiert. Hyperproductive vegetables and ultra-horny communards are fine. But this theory hasn't quite gotten strange enough for you. Okay. And on that note, you feel like you've gotten the general idea of inframaterialism, enough to carry on a basic conversation at least. But if you'd like to go even deeper into some of the more speculative aspects of the theory, you could always read further. Gerne. Of course you want to go deeper. What else are you here for? Ja. The book fits quite snugly into your palm. It would also fit comfortably into a jacket pocket. Lesen wir weiter. You flip forward a few pages until you come upon a chapter titled Mental Projection and Transference. Mhm. When a community has achieved a sufficiently high degree of revolutionary fervor, inframaterialists believe that second-level effects may be observed. At this second level, certain hyper-revolutionary individuals may even develop the ability to extend their thoughts into material space and vice versa. Moment, heißt das, dass Kommunisten Gedanken lesen können? Und warum treffen diese Effekte nur auf super evolutionäre Kommunisten zu? Das ist nicht das, was es meint, aber klingt lustig. According to inframaterialist theory, yes. Oh, Under krass. suitably revolutionary conditions, that Okay. is. Okay, das hätte ich nicht daraus It's gelesen. become something of a folk legend that during their final meeting, Nielsen and Mazov didn't speak a single word, preferring to sit in silence with their chamomile tea, reading one another's thoughts. Das ist seltsam, aber schön. Wahrscheinlich nicht passiert. Ja. Ich glaube, sie haben einfach nur den Tee genossen. Das ist aber schön. One of the minor tragedies of the late revolutionary period is that few reliable accounts survive. Much of what we know of the communards' activities during this period come from memoirs and second-hand accounts, some only written down decades after the fact, and of dubious authenticity.
Aber warum trifft das nur auf Kommunisten zu? Because plasm has never been directly observed, the exact mechanism behind these effects remains entirely speculative. In other words, there's no evidence that any of this mind-reading stuff is real. Ja. Why are you getting hung up on mechanisms? Open your mind's aperture just a little wider. You're so close to true understanding. Moment mal, du hakst nicht nach, wir haken... Shit, warte mal kurz. Du bist so kurz davor, es wirklich zu verstehen. Wir würden eigentlich gerne dem Innenleben mal folgen. Moment mal, wenn es keine Belege dafür gibt, dass Plasma wirklich existiert, wie kann die Theorie dann stimmen? Kann eine Theorie stimmen, wenn wir etwas nicht gefunden haben? Ich glaube in Randfällen schon. Das wäre aber ungewöhnlich. Denn, ja, wobei im Endeffekt würde man dann, also, die Frage macht keinen Sinn. Denn, also dafür ist ja die Theorie da, dass wir dieses, was nicht existiert, quasi kreieren, um es dann wiederum zu erklären. Wir hacken, glaube ich glaube, das Innenleben will, dass wir nicht nachhaken. This should be more than enough for a stimulating Nein, wir discussion. hätten doch nachhaken sollen. That said, if you're still yearning for more, Schade. you must. Everyone knows books save their best parts for the end. Meistens lesen einige Leute nur den Anfang und das Ende, also lesen wir auch mal weiter. You breeze through the next several sections until you arrive at the final chapter, titled A Communism Above Reality. When a society's revolutionary fervor reaches the third and highest level, inframaterialist theoreticians have postulated that the laws of physics cease to be laws. Dass die Gesetze der Physik ihren Status als Gesetze verlieren. Ui. Das wird ein wenig crazy. Ihren Status als Gesetze verlieren. Und welchen Status haben sie dann? More like suggestions, according to some of the SRV's leading inframaterialists. Ach so. Das ist ein bisschen gefährlich, sich auf so ein Terrain einzulassen. Weil dann die Schwurbler alle sehr stark schwurbeln könnten. Würde ich nicht empfehlen. Of course, it's impossible to say what exactly happens under these conditions. No known society has ever achieved the levels of revolutionary enthusiasm the theory seems to require. Ja, klar. Im Endeffekt wäre das dann auch eher so ein Problem, zu fragen, was ist real in so einer Situation. Und dann sind wir ja eher in anderen Konflikten als das, was hier jetzt beschrieben wird. Some inframaterialists have even argued that it might require more plasm than humanity alone may be capable of producing. Okay, interessant. In the SRV, there have been attempts to organize certain species of aquatic mammals, as well as a few of the higher corvids. Interessant. But as of this writing, only human beings have demonstrated the intellectual capacity for revolutionary communism. War schon jemand kurz davor, die dritte Stufe zu erreichen? There are numerous stories from Samara involving bandits or fascist mercenaries being levitated by farmers from the most ideologically advanced communes. Of course, few of these incidents have ever been rigorously investigated or substantiated. The form of these stories also recalls several well-known Samaran folk tales, in particular the one commonly known as Clever Oleg and the Flying Magistrate. Sagt mir nichts. Among known attempts to channel third-level capabilities, the most well-documented is the curious case of Coalition Warship Debutante. Okay, hören wir uns das an. It concerns an interesting series of events that took place during the invasion of Revachol. As coalition forces made landfall, a cadre of Nielsen's most fervent acolytes attempted to compress a coalition-era static with their collective will. According to Communard law, these acolytes positioned themselves at the top of a redoubt just over the bay of Revachol.
From that vantage, they proceeded to visualize pinching coalition warship debutante between their fingers, a gesture believed to assist in the extra-physical materialization of their thoughts. Das erinnert mich ein bisschen an die Orks aus Warhammer 40k, die keine Ahnung von Technologie haben, aber mehr oder weniger durch die Vorstellungskraft Technologie nutzen können, wie sie wollen. Durchaus ein Konzept, also was es auch in unserer, naja, sagen wir mal, semi-wissenschaftlichen Popkultur gibt. Und ich glaube, in der Geschichte der Orks ist die Begründung dafür, dass die Götter ihnen quasi ihre Wünsche gewähren. Und dann haben wir so einen Glaubensaspekt mit drinne, auch wieder. Und eine höhere Macht, was halt immer eine gute Erklärung ist, wie man solche Sachen erklären könnte. Hat das funktioniert? The acolytes, along with the redoubt, were vaporized in an artillery strike before the process could be completed. Oh, schade. It's been said, though, that in the weeks following the battle, the captain of the debutante noted an increase in incidents of crewmen striking their heads on unexpectedly low bulkheads. Okay. Of course, colorful anecdotes only scratch the surface of what inframaterialists believe may be possible in a truly third-level society. Und wie würde die aussehen? Some have theorized that such a society would be fundamentally unrecognizable, lacking many of the institutions we typically take for granted in advanced societies, including organized governments, financial institutions, and law enforcement. Mhm. Did that book just say there's no place for you in this future? Others have argued that people living under third-level conditions will be immune to such infirmities as hunger, disease, and mental illness. In some of his later writings, Nielsen himself speculated about the potential for an extra-physical architecture that disregards the laws of bourgeois physics and instead relies on the revolutionary faith of the people for structural integrity. Ähnliches Argument, wie ich gerade bei den 40k-Orks gebracht habe. Was bedeutet, dass Gebäude stehen bleiben, weil die Leute daran glauben? Ja, das ist das. Aber sicher ist es keine gute Idee, Bauwerke auf Grundlage dieser Theorie zu planen. Ich fürchte nicht. Precisely. Nielsen observed that the financial system operates on the same principle of faith. So why not an architectural system? Weil das finanzielle System von der Realität entkoppelt wurde. Also von der materiellen Realität und nur noch als Konstrukt ja, gut, im Endeffekt als ein Konstrukt, aber als immaterielles Konstrukt besteht. On the following page, you come across a few black and white reproductions from Nielsen's own notebooks. One sketch depicts a government ministry shaped like a great inverted pyramid. A hectare in width at the top, balanced atop foundations the size of common apartments. Die umgedrehte Pyramide sehen wir öfters in Zeichnungen. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, was man darunter deuten kann. Falls sich jemand mit sowas auskennt, gerne mal schreiben. Würde mich total interessieren. Hier in dem Beispiel dient es natürlich scheinbar nur darin, um sich irgendwas, glaube ich, vorzustellen, was nicht sehr logisch ist. Another depicts a leaning tower wrapped in a dramatic helix. The caption beneath it reads, "The Tower of History." Something about that tower looks awfully familiar. Could it be that's what the students were trying to recreate with the matchboxes? Okay. Aber was, wenn die Leute aufhören daran zu glauben und die Gebäude einstürzen? Gibt es den Fall bei den Warhammer Orks? Ich glaube nicht, denn in dem Falle der Warhammer Orks, ich glaube, sie sind intellektuell nicht in der Lage, ihr Denken zu hinterfragen. Und das wäre wahrscheinlich die beste Option für die Leute in einer Welt, die das so machen würde. Denn dann wäre das Problem nicht da. Aber was, wenn die Leute aufhören daran zu glauben? Achso, das ist sogar für mich zu viel des Guten. Ob sie plausibel ist oder nicht, die Idee hat etwas Schönes. Gibt es noch mehr dazu?
Was nehmen wir denn hier? Hat die Idee was Schönes? Ja, sie hat was Schönes. Sie bringt zumindest in dem Fall eine Erklärung in die Welt. Und das wäre der Glaube. Was Schönes ist. Die eine Antwort haben wir gesagt. Ja, nehmen wir die Option. There is no more. You've reached the outer theoretical limits of communism. And in less than 200 pages. Oh, das war gar nicht so lang. If you'd like to read further, may we recommend a brief look at Occidental architecture? Das hat Spaß gemacht. Schön.